Hallo und herzlich willkommen bei der zentralen Auslands- und Fachvermittlung. Mein Name ist Jeanette Zalewski. Mein Name ist Shirin Bummel. Und wir präsentieren Ihnen heute Leben und Arbeiten in Deutschland. Sie können auf einige spannende Themen gefasst sein, zum Beispiel Arbeitsmarkt- und Fachkräftemangel, Visum und berufliche Anerkennung, sowie auch grundlegende Informationen zur Sozialversicherung und Steuern. Und zu guter Letzt, wie können wir Sie auf Ihrem Weg nach Deutschland unterstützen oder kurz gesagt unser Service. Wir freuen uns auf Sie. Nun ein kurzer Überblick über unsere heutigen Themen zu Leben und Arbeiten in Deutschland. Als erstes werfen wir einen Blick auf den Arbeitsmarkt in Deutschland. Wie ist die aktuelle Situation? Welche Berufe sind gefragt? Und wie sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Stellensuche in Deutschland? Sie erhalten Informationen über das Thema Aufenthaltstitel und Visum und auch über das deutsche Sozialversicherungssystem. Nun beginnen wir mit ein paar Eindrücken zu Deutschland. Auf der rechten Seite sehen Sie einige Bilder, beispielsweise von unserer Nord- und Ostsee. Im Süden haben wir einige Berge für diejenigen unter Ihnen, die gerne wandern gehen möchten. Aber natürlich haben wir auch sehr schöne Bauten in unseren Städten. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch schon die eine oder andere Stadt bekannt. Gerade die größeren wären hier zu nennen, wie beispielsweise Berlin, Köln, Hamburg oder München. Aber nun wollen wir auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu Deutschland liefern. Deutschland hat 82,7 Millionen Einwohner auf einer Fläche von knapp 360.000 Quadratmetern, was bedeutet, wir haben ca. 231 Einwohner pro Quadratkilometer. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und die viertgrößte der Welt. Wir haben sehr viele ausländische Firmen, 55.000 derzeit im Durchschnitt verzeichnet. Und was den Arbeitsmarkt angeht, bietet es in verschiedenen Sektoren wirklich sehr gute Chancen. So, nun noch ein bisschen genauer der Arbeitsmarkt in Deutschland beleuchtet. Wir haben einen starken demografischen Wandel. Das bedeutet, dass wir viele ältere Menschen in Deutschland haben, aber in Relation dazu weniger junge Leute. Das bedeutet auch natürlich weniger Schulabgänger, weniger Neuzugänge, die die Wirtschaft in Deutschland unterstützen, was natürlich auch einer der Gründe ist, warum wir händeringend Fachkräfte aus dem Ausland suchen. Die Arbeitslosenquote in Deutschland beträgt derzeit 6%, was ziemlich niedrig ist. Der EU-Durchschnitt liegt aktuell bei 7,6%. Die Voraussetzungen für die meisten Berufe sind natürlich eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit der dazugehörigen Anerkennung für den deutschen Arbeitsmarkt. Auch empfehlen wir gute Deutschkenntnisse, mindestens ein Niveau von B1 oder B2. Das ist ein stabiles mittleres Niveau, kann natürlich je nach Berufsbild auch variieren. Wenn Sie hierzu konkrete Fragen haben, können Sie uns natürlich jederzeit gezielt darauf ansprechen. Des Weiteren auch immer gut sind gute Englischkenntnisse, vor allem wenn man am Anfang noch nicht so geübt ist im Deutschen, sprechen doch sehr viele Deutsche Englisch und das ist auf jeden Fall gut, um weiterzukommen. Darüber hinaus brauchen Sie auch eine ausgeprägte Motivation, sei es für die Stellensuche oder auch einfach für Ihren beruflichen Werdegang in Deutschland. Und was auch immer wichtig ist, ist Berufserfahrung. Also je nachdem, das hängt nicht nur mit Ihrem Alter zusammen, sondern auch mit Ihren Skills, Fähigkeiten. Ist es ja so, dass das auch stark beeinflusst, wo Sie einsteigen und wie viel Sie letztendlich verdienen. Und natürlich, was Sie auch in sehr vielen Stellenausschreibungen sehen werden, ist der Punkt Teamfähigkeit. In Deutschland ist es so, dass Sie sehr oft in Ihrer beruflichen Laufbahn in Teams arbeiten werden und deshalb ist ein gesundes Maß an Teamfähigkeit auch äußerst wichtig. Sowie auch Lernbereitschaft und Flexibilität. Ganz genau. Wenn Sie in Deutschland arbeiten möchten, interessiert Sie bestimmt auch das potenzielle Entgelt, das Sie in Ihrem Berufsbild verdienen werden. Vorab sei gesagt, dass es in Deutschland gewisse Lohnunterschiede gibt. Hierfür kann es natürlich verschiedene Gründe geben. Zum einen ganz klar Ihre Berufserfahrung, Ihr Berufsbild, der Bereich, in dem Sie arbeiten. Aber auch eben regionale Lohnunterschiede, beispielsweise zwischen den einzelnen Bundesländern, Norden und Süden, Osten und Westen oder natürlich auch einfach die Lage und Größe Ihrer Firma. Wir haben Ihnen einige Links zusammengestellt, wo Sie mit wenigen Klicks Ihr Durchschnittsgehalt ermitteln können. Hier sei zum Beispiel zu nennen der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Dort können Sie in die Suchleiste Ihr jeweiliges Berufsbild eingeben und erhalten eine Übersicht über das Durchschnittsgehalt in den einzelnen Bundesländern sowie einige nützliche Statistiken rund um das Thema Arbeiten in Ihrem Bereich. Beispielsweise, wie ist das Durchschnittsalter, wie sind die Geschlechterquoten oder auch beispielsweise die Arbeitslosenquote. Kommen wir zum Gehalt. Es gibt das Bruttogehalt und das Nettogehalt.
Das Bruttogehalt wurde mit ihrem Arbeitgeber vereinbart. Das Nettogehalt ist das, was sie auf dem Konto letztendlich finden. Warum? Weil es verschiedene Abzüge gibt, die automatisch stattfinden, bevor das Geld auf ihr Konto kommt. Dazu zählt die Einkommenssteuer, dazu zählt gegebenenfalls auch die Kirchensteuer und die Sozialversicherungsausgaben. Die Einkommenssteuer beläuft sich auf zwischen 14 und 42%. Das hängt von ihrer Steuerklasse ab. Es gibt 6 Steuerklassen in Deutschland, in denen sie sind, je nachdem, ob sie Single sind, ob sie verheiratet sind, ob sie Kinder haben, alleine mit Kind, ob sie 2 Arbeitsstellen haben. Dann landen sie in einer bestimmten Sozialversicherungsklasse, Steuerklasse. Die Steuerklasse, die jetzt zum Beispiel für Arbeitnehmer ohne Kinder gewählt wird, die auch nicht verheiratet sind, ist die Steuerklasse 1. Da kann man ungefähr sagen, dass sie vielleicht ein Nettogehalt von zwischen 60 und 70% haben werden. Es gibt, wie gesagt, sehr gute Rechner im Internet. Sobald man seine Steuerklasse ermittelt hat, können die ganz gut ermitteln, wie viel Geld sie letztendlich auf ihrem Konto haben werden, netto. Wie gesagt, gibt es diese Einkommensteuer. Von diesem Betrag, der für die Einkommensteuer abgezogen wird, von diesem Betrag nochmal 8-9% abgezogen. Das ist die Summe der Kirchensteuer, die Sie bezahlen werden, wenn Sie der Kirche angehören. Wir stellen Ihnen nun das Sozialversicherungssystem in Deutschland vor, auch bekannt als die 5 Säulen der Sozialversicherung. Wenn Sie in Deutschland arbeiten und in das Sozialversicherungssystem einzahlen, können Sie hier sehen, in welche Versicherungen genau. Zum einen gibt es eine Unfallversicherung. Wie Sie dem Slide entnehmen können, handelt es sich hierbei um einen Arbeitgeberbeitrag. Das bedeutet, Sie zahlen selbst nichts in die gesetzliche Unfallversicherung rein. Dies wird komplett vom Arbeitgeber übernommen und sichert Sie beispielsweise ab, wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit einen Unfall haben. Eine weitere wichtige Säule der Sozialversicherung ist die Krankenversicherung in Deutschland. Es ist Pflicht, in Deutschland krankenversichert zu sein. Egal, ob Sie sich hier beispielsweise für einen kürzeren Zeitraum als Tourist aufhalten, Student oder als Fachkraft zum Arbeiten. Eine Krankenversicherung in Deutschland ist immer verpflichtend. Darüber hinaus gibt es auch eine sogenannte Pflegeversicherung. Sie zahlen im Laufe Ihres Arbeitslebens auch in die sogenannte Rentenversicherung ein. Wenn Sie in Deutschland das Renteneintrittsalter erreicht haben, können Sie monatlich Ihre Rente abrufen. Zu guter Letzt auch noch die Arbeitslosenversicherung. Ebenfalls ein Teil, in dem Sie im Laufe Ihres Arbeitslebens einzahlen. Sollten Sie beispielsweise Ihre Stelle verlieren, sind Sie so auch nochmal durch das Arbeitslosengeld in Deutschland abgesichert. Wenn Sie nicht aus der Europäischen Union kommen, werden Sie wahrscheinlich ein Visum brauchen. Es gibt die Möglichkeit bei manchen Ländern, das sind die sogenannten Best Friends Staaten, gibt es die Möglichkeit, visumsfrei nach Deutschland einzureisen, bis zu 90 Tagen. Oder wenn Sie einen Daueraufenthaltstitel in einem anderen EU-Land haben, dann ist das auch möglich. Aber meistens brauchen Sie doch als Nicht-Europäer ein Visum. Dieses Visum kann befristet sein oder auch zweckgebunden, zum Beispiel zur Arbeitsaufnahme, zur Studienaufnahme, zur Ausbildungsaufnahme, für das Praktikum, zur Familienzusammenführung, für einen Deutschkurs. Es gibt alle möglichen Gründe, um nach Deutschland zu kommen oder als Tourist. Und dafür brauchen Sie ein Visum. Das möchten wir gerne jetzt ein bisschen beleuchten. Da natürlich unser Hauptanliegen ist, Sie in Arbeit in Deutschland zu integrieren, haben wir uns dazu entschlossen, uns speziell auf das Visum zur Beschäftigungsaufnahme zu fokussieren. Nun kommen wir zum Visum für Fachkräfte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Wenn Sie in Ihrem Heimatland eine Berufsausbildung abgeschlossen haben und in Deutschland eine Stelle aufnehmen möchten oder beziehungsweise einen Arbeitsvertrag erhalten haben, kommen wir nun zu den Voraussetzungen, wie Sie Ihr Visum erhalten können. Abgesehen von einem Arbeitsvertrag müssen Sie auch die berufliche Anerkennung Ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung nachweisen. Sollten Sie älter als 45 Jahre sein, müssen Sie in Deutschland ein gewisses Mindestgehalt erreichen. Sollten Sie dieses Gehalt nicht erreichen, die Gehaltsgrenzen beziehen sich auf 2021, so müssen Sie bei der deutschen Botschaft in Ihrem Wohnsitzland einen gewissen Nachweis über die Altersvorsorge erbringen. Hier möchten wir Sie bitten, bei der deutschen Botschaft selbst nachzufragen, in welcher Form so ein Altersvorsorgenachweis erfolgen kann. Darüber hinaus und zu guter Letzt benötigen Sie für die Beschäftigungsaufnahme auch die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit.
Diese wird in einem internen Verfahren bei Visumsantrag von der deutschen Botschaft eingeholt und es werden beispielsweise die Beschäftigungsbedingungen geprüft. Kommen wir zum Visumsantrag. Wo beantrage ich ein Visum? Das tun Sie bitte bei der deutschen Botschaft im Ausland. Hier können Sie vorab schon auf der Internetseite nachschauen, welche Unterlagen Sie zu Ihrem Termin mitbringen sollten. Manche Botschaften verlangen eine sogenannte Vorabprüfung des Arbeitgebers, ist auch bekannt unter dem Begriff ZAV-Approval, also ZAV-Nachweis. Dabei geht es darum, dass diese Vorabprüfung tatsächlich in einem Teil der ZAV, der zentralen Auslands- und Fachvermittlung, überprüft wird und bestätigt wird. Deswegen heißt es ZAV-Approval. Diese Vorabprüfung, wenn Sie die benötigen, können Sie sich auch an uns wenden. Wir haben das nötige Dokument auch zur Verfügung. Das können wir Ihnen gerne per E-Mail schicken. Das müsste vom Arbeitgeber ausgefüllt werden. Der ZAV-Nachweis ist eigentlich nur die Vorabzustimmung des Arbeitgebers. Der wird in der Tat bei der zentralen Auslands- und Fachvermittlung gestellt. Und wenn man da die Zustimmung hat, kann man mit dieser Zustimmung, die dann der Arbeitgeber Ihnen zuschickt, können Sie diese Zustimmung mitnehmen zu Ihrem Termin in der Botschaft. Wie gesagt, ist es manchmal eine Voraussetzung, manchmal nicht. Von daher ist es wichtig, dass Sie sich auf der Internetseite nochmal informieren, bei den Checklisten für den Termin, ob dieser Nachweis nötig ist. Wenn ja, dann kommen Sie zu uns. Nun erklären wir Ihnen den Weg, wie Sie vom Visum zu Ihrem Aufenthaltstitel in Deutschland kommen. Als erstes, nachdem Sie Ihren Termin bei der deutschen Botschaft vereinbart haben und Ihr Visumsantrag hoffentlich erfolgreich abgeschlossen wurde, erhalten Sie das Visum zur Einreise nach Deutschland. Dieses Visum ist in der Regel bis zu 3 Monate gültig, in Einzelfällen auch länger. Sie sollten definitiv vor Ablauf der Gültigkeit in Deutschland bei der sogenannten ortsansässigen Ausländerbehörde einen Termin vereinbaren, um letztendlich Ihr Visum in Ihren endgültigen Aufenthaltstitel umwandeln zu lassen. Der Aufenthaltstitel richtet sich natürlich nach dem vorher ausgestellten Visum und ist somit auch zweckgebunden. Im Idealfall, da wir hier vom Thema Fachkräfte und Arbeitsaufnahme sprechen, erhalten Sie also einen Aufenthaltstitel zur Beschäftigungsaufnahme. Dieser beinhaltet direkt Ihre Arbeitserlaubnis für Deutschland. Ihre ersten Schritte in Deutschland bei der Arbeitsaufnahme. Das allererste, was Sie in Deutschland machen müssen, ist, sich beim Einwohnermeldeamt zu melden. Diese Daten werden weitergegeben ans Finanzamt und so bekommen Sie dann vom Finanzamt nach Hause zugeschickt Ihre Steueridentifikationsnummer. Das zweite, also das sollte sicherlich als zweites auf Ihrer Liste stehen, ist der Gang zur Ausländerbehörde, wo Sie dann letztendlich Ihren Aufenthaltstitel entgegennehmen, den Sie ja schon im Heimatland beantragt haben. Dann ist es wichtig, ein Bankkonto einzurichten, wie auch eine Krankenversicherung zu wählen. Die Sozialversicherungsnummer werden Sie bekommen, sobald Sie beim Arbeitgeber gemeldet sind. Der Arbeitgeber wird das für Sie tun und die wird Ihnen auch automatisch nach Hause zugeschickt. Nun möchten wir Ihnen ein interessantes Informationsportal vorstellen rund um die Themen Leben und Arbeiten in Deutschland. Die URL blenden wir Ihnen ein. Dort finden Sie auf 4 Sprachen alle wichtigen Themen rund um Leben und Arbeiten in Deutschland plus die wichtigsten Informationen auch nochmal in 10 weiteren Sprachen. Sie können sich auf verschiedenste Themen gefasst machen, beispielsweise die von uns bereits behandelten Themen sowie interessante und informative Erklärvideos, sei es zur Stellensuche, sei es zu den ersten 100 Tagen in Deutschland, Informationen zum Bewerbungsprozess oder auch für diejenigen, die sich vielleicht für eine Weiterbildung interessieren, auch Informationen hierzu. Sie finden natürlich auch eine Menge zu Business-Etikette und auch einfach zum Arbeitsalltag in Deutschland. Sollten Sie weitere Fragen haben, sehen Sie hier nun unsere Kontaktdaten. So kontaktieren und erreichen Sie uns, damit wir Sie auf Ihrem Weg nach Deutschland begleiten können. Zum einen bieten wir eine Hotline auf Deutsch und Englisch an. Sie sehen hier unsere E-Mail-Adresse. Sie können mit unseren Beratern einen individuellen Videochat vereinbaren oder wir sind auch über den Textchat von 9 bis 15 Uhr deutscher Zeit bzw. CET montags bis freitags für Sie ansprechbar. Wir freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren und wir Ihnen auf dem Weg nach Deutschland behilflich sein können. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.